Heute geht es um Impact Investment, also wirkungsorientiertes Investment. Investoren wollen heute immer mehr wissen, was bewirkt mein Investment überhaupt? Also ich denke da immer so an ESG, Nachhaltigkeit, klimaneutrale Technologien, aber gibt es auch im sozialen Bereich zum Beispiel bezahlbaren Wohnraum. Ich bin heute bei einer gemeinnützigen Organisation, die sich mit dem Thema Impact Investment beschäftigt. Und das ist die Hoffnungsträger-Stiftung. Und die behaupten von sich, wir setzen uns für hoffnungslose Menschen ein, mit dem Ziel, ihnen wieder Hoffnung zu geben. Und die bieten bezahlbaren Wohnraum an, um Flüchtlinge und sozialbedürftige Menschen in die Gesellschaft zu integrieren und verdienen dabei noch eine Rendite. Und wie das funktioniert, schauen wir uns heute an. Und heute bin ich in einem dieser Häuser und bei mir ist der Markus. Du bist schon Gründungsmitglied der Hoffnungsträger-Stiftung 2013 gewesen. Welches Ziel verfolgt ihr jetzt mit diesen Häusern? Ich meine, du siehst ja, fantastischer Bau, aber hat einen klaren sozialen Anspruch. Menschen leben hier miteinander, die sonst nie miteinander leben würden. Flüchtlinge, Einheimische, Menschen mit sozialen Herausforderungen. Immer ganz heißen Mix. Und es klappt. Seit Jahren machen wir das sehr erfolgreich. Das sieht ja jetzt auch sehr schick aus hier drin. Wie schafft ihr das, bezahlbar zu bauen? Jürgen, das geht nur, weil wir das Ganze im System machen. Also regelmäßig immer das Gleiche wiederholen. Alle unsere Häuser, unsere Wohnungen sehen immer gleich aus. Da gibt es natürlich gewisse Wohnungsgrößen, aber ansonsten immer identisch. Guck dir zum Beispiel hier die Wand an. Sichtbare OSB, Spannplatte. echtes Material, ja, aber Vollholz, verleimt, Brettschicht, Stapeldecke, unbehandelt. Oder hier der Boden, versiegelter Estrich, da liegt nichts mehr drauf. Ehrliche Oberfläche, sagen unsere Architekten, da kannst du drauf gehen, wenn du noch willst, legst du immer noch einen Teppich drauf. Also wir haben einfach Dinge optimiert, minimalisiert, auch die Flächen, die wir hier, den Grundrisse, die wir haben, immer gleich. Das spart einfach Zeit und Ressourcen. Eine schicke Küche gibt es noch oben drauf. Und die schicke Küche gibt es noch drauf, sieht auch in jeder Wohnung gleich aus und deshalb kriegen wir vom Hersteller auch einen wirklich sehr, sehr fairen Preis. Wie viel habt ihr jetzt schon insgesamt investiert und wie viele Wohnungen habt ihr überhaupt? Wir haben schon über 50 Millionen jetzt hier in diesen bezahlbaren Wohnraum investiert. Knapp 200 Wohnungen, Hunderte von Menschen, bald 1000, die da wohnen in ganz unterschiedlichen Räumlichkeiten. Klasse und das vervielfältigt, das geht immer weiter. Ich würde sagen, damit du da mal was näher sehen kannst, schau dir doch mal eine Wohnung an, die schon bewohnt ist. Klingel machen. Geht ohne Klingel, ja? Geht ohne Klingel, ja, du bist der Jürgen. Jürgen, hallo, grüß dich. Und ich bin jetzt in einem Aufenthaltsraum in einem der Hoffnungshäuser und bei mir ist der Roland, du bist der Standortleiter. Ja, wie macht ihr das jetzt mit der Integration? Das Hoffnungshauskonzept, das ist tatsächlich ein Konzept, wo sehr viel im Alltag passiert. Wir lieben Tür in Tür, wir wissen voneinander, wir haben Events, wo wir zusammen gestalten, Bewohnerabende, wo wir auch teilweise die Kulturen vorstellen. Wir kochen teilweise zusammen, wir essen vor allem gerne zusammen. Wir helfen in der Not. Bist du jetzt ausgebildeter Sozialarbeiter? Nein, bin ich nicht, obwohl Sozialarbeit eine ganz wichtige Größe ist. Aber ich bin gelernter Maschinenbautechniker und habe relativ lange im Management gearbeitet. Und es ist immer für alle alles zugänglich. Ja, genau. Also das ist auch mit das Wichtigste hier am Hoffnungshaus, Begegnungsformate zu schaffen. Begegnungsformate, darum sind die Balkone auch alle durchgängig, da gibt es keine Barrieren drin. Also wir wollen auch, dass eine Interaktion an den Balkonen stattfindet. Und wir wollen solche Begegnungsformate schaffen, wie jetzt eben den Platz hier. Auch da, wo der Sandkasten ist, da werden wir Tischgruppen hinbauen. Die kommen jetzt in den nächsten 4 Wochen, kommen die. Und dann ist ein weiteres Begegnungsformat geschaffen. Absolute Integration, das heißt, jeder geht mit jedem zusammen und ja. gibt keine Berührungsängste hier. Und mit das Schönste ist, dass jetzt schon die Kinder von der Nachbarschaft kommen und hier schaukeln. Ach, also ja, so gut. Und dann gibt es eigentlich die Integration, die wir uns wünschen, die nämlich ganz natürlich entsteht. Jetzt können wir den natürlich nicht überfallen. Jamshid, servus, dürfen wir? Ja, super cool. Hey, danke, dass du das machst. Hast eine schöne Wohnung mit Aquarium. Mit Aquarium, super. Ja, das haben wir spektakuläre Aktion hierher geholt, gell? Fühlst du dich denn jetzt schon integriert, Jamshid? Ja, natürlich. Woran kannst du das festmachen? Ist das wie eine Familie hier? Natürlich, wir sind so eine beste Familie. Also
zum Beispiel der Roland und der Pia, wir haben so viele Kontakte, die nennen das so eine Familie so. Ja, das ist einfach wunderschön. Ja, Du lernst auch Deutsch hier in der Gemeinschaft? ja. Also Gemeinschaft, das ist so, zum Beispiel wir etwas verplanen so und dann unterhalten uns natürlich. Was ist dein nächstes Ziel? Was hast du jetzt vor? Also dass mein Ziel ist, dass ich meinen Hauptschulabschluss schaffen kann und dann theoretisch nächstes Jahr, dass ich eine Ausbildung anfangen durfte. Ihr verbindet Mensch und Rendite miteinander. Wie schafft ihr das denn überhaupt, die Leute hier vor Ort mit einzubinden? Haben die da nicht ein Vorurteil? Das ist natürlich immer eine Herausforderung, Jürgen, aber wir schaffen das, weil wir die schon ganz früh mit einbeziehen. In die Gespräche, in die Informationen und weil sie wissen, dass das Konzept ist eben nicht ein Wohnheim, sondern das ist hier ein integratives Konzept. Da leben auch Einheimische, Flüchtende, Menschen mit anderen Herausforderungen unter einem Dach. Und das gelingt auch schon an vielen Stellen und das zeigt ja auch, dass es hier gelingen wird. Ihr bietet bezahlbaren Wohnraum und macht auch noch Rendite. Also, was geht noch mehr? Ja, Jürgen, nicht nur eine Rendite, wir haben eine doppelte Rendite. Wir haben eine finanzielle Rendite, weil es klar dieses Impact Investment, die Wohnungen finanzieren sich durch die Mieteinnahmen. Und das andere ist, du siehst, was den Menschen hier passiert. Das verändert die Menschen, die hier wohnen, die Familien, die Kinder. Ich sage mal, die nächste Generation wird hier mitgeprägt. Also eine emotionale Rendite. Also wer kann das von seinem Investment sagen, dass er dann auch noch Gutes damit tut und Menschen eine Perspektive für ihr Leben gibt?